Hallo zusammen, jetzt ist es offiziell. 10,99 € pro Ausgabe, 90 Ausgaben und jede Menge Age of Sigmar Miniaturen. Am 19. August startet das neue Warhammer Spearhead-Abo von Hachette auch bei uns in Deutschland. Viele Details kannten wir bereits aus Großbritannien. Was uns bisher aber gefehlt hat, waren der offizielle Preis für Deutschland und das konkrete Startdatum. Und genau die sind jetzt bekannt. Nun können wir genau ausrechnen, wie viel uns der Spaß kostet und wie viel wir im Abo sparen. Und vielleicht hilft euch das bei der Frage, ob sich das Spearhead-Abo am Ende auch für euch lohnt. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez. Kein Profi, kein Experte, aber seit vielen Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Ich habe das Spearhead-Abo auf meinem Kanal schon eine ganze Weile verfolgt und dazu auch schon 2 Videos gemacht. Ich versuchte, so viel Information wie möglich zusammenzubekommen. Gerade aber beim Startdatum und beim Preis für Deutschland konnte ich bisher nur spekulieren. Deshalb schauen wir heute auch nicht auf Gerüchte und müssen auch nicht spekulieren, denn die harten Fakten sind bekannt und die schauen wir uns an. Auf der offiziellen Hachette Deutschland-Seite sieht man hier auch direkt Warhammer Spearhead. Die offizielle Seite ist jetzt hier live und man kann das Abo bestellen. Die Seite konnte man ja vor ein paar Wochen schon mal sehen, teilweise waren da aber auch noch Combat Patrol Texte enthalten. Es ist aber wirklich die offizielle Seite. Wir sehen hier der Inhalt natürlich, 12 Spearheads komplett drin. Das ist ein Haufen Zeug. In meinem ersten Video zum Spearhead-Abo habe ich auch genau aufgelistet, welche Spearheads hier enthalten sind und ob es sich vielleicht auch um eine ältere Spearhead handelt, die nicht mehr im offiziellen Sortiment ist. Da blende ich euch einfach nochmal eine genaue Auflistung ein. Wenn man abonniert, bekommt man natürlich auch hier so Abo-Geschenke, das ist klar. Das kennt man auch aus den bisherigen Hachette Warhammer-Abos. Ja, man bekommt eine Gratis-Ausgabe, man bekommt ein Modellierset. Der erste Ordner ist kostenlos. Weitere Ordner kann man für einen Aufpreis dazu bestellen. Um die komplette Sammlung in Ordnern abzulegen, benötigt man 4 Ordner. Und dann gibt es hier auch noch Pinsel. Und man bekommt auch wieder eine Kaffeetasse. Die kann man natürlich auch für andere Getränke benutzen. Ich habe hier zum Beispiel auch noch die vom Stormbringer-Abo. Ja, ist ein ganz nettes Geschenk, finde ich. Und wie bei den bisherigen Warhammer-Abos von Hachette auch, kann man sich ein Premium-Upgrade sichern für 2 € pro Ausgabe on top. Bekommt man dann hier diese 4 Premium-Sets. Schauen wir uns dann gleich auch nochmal an, was wir da sparen würden. Hier ist dann auch der offizielle Spot. Kann man sich mal anschauen. Dann, was erwartet uns, das Magazin, kann man reinschauen. Die Kategorien sind auch bekannt, habe ich auch in einem älteren Video schon drüber gesprochen. Man sieht hier den Sammelordner und hier die ersten Ausgaben. Es geht los mit Stormcast Eternals und den Skaven. Man hat auch die Möglichkeit, einzelne Ausgaben nachzubestellen. Wenn man die komplette Sammlung haben will, empfehle ich hier ganz klar das Abo, um nichts zu verpassen, weil das Nachbestellen einzelner Ausgaben hat bei mir jetzt auch noch nie funktioniert. Die sind einfach ratzifatzi weg, vor allem die besonders begehrten Ausgaben. Und dann ärgert man sich vielleicht, dass man dann eine Lücke in der Sammlung hat. Dann kann man sich hier auch nochmal im Detail durchlesen in der FAQ. Was kommt da, was passiert da, wann erscheint Spearhead? Und hier sehen wir jetzt auch wirklich, 19.08. ist das offizielle Startdatum. Die Sammelreihe erscheint am Anfang erstmal 14-tägig bis einschließlich Ausgabe 7 und danach dann jeweils in dem wöchentlichen Rhythmus immer an einem Mittwoch. Man kann die Sammelreihe bestellen, man kann es natürlich auch versuchen, über einen Zeitschriftenhandel zu bekommen oder sich beim Zeitschriftenhändler bestellen. Bestellungen sind möglich für Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz. Versandkosten gibt es innerhalb Deutschlands keine obendrauf. Für Schweiz, Luxemburg und Österreich kommen 50 Cent pro Ausgabe on top. Porto- und Versandkosten, im Abonnenten sind Lieferung nach Deutschland Porto- und Versandkosten frei. Wenn man nach Österreich, Luxemburg und die Schweiz liefert, fallen 50 Cent Versandkosten pro Ausgabe an. Hierzu ist auch gesagt, die erste Lieferung wird wieder, vermute ich mal, 3 Ausgaben umfassen, die zweite Lieferung 4 Ausgaben, danach sind es immer 6 Ausgaben in einem Bündel. Das heißt, man hat dann für diese Standardlieferung 50 Cent pro Ausgabe, also 3 € on top an Versandkosten in die Schweiz, Luxemburg und Österreich. Auch das muss man natürlich dann betrachten. Ersten Ausgaben sind natürlich die Log-Ausgaben, sind entsprechend günstiger, 2,99 €, 6,99 € und danach 10,99 € und das war wirklich eine große Überraschung für mich, als ich das jetzt hier wirklich so offiziell lesen konnte und das freut mich auch, dass Hachette hier das Preismodell vom Combat Patrol Abo übernommen hat. Es sind die gleichen Preise pro Ausgabe, es ist der gleiche Aufschlag für die Premium-Ausgaben und das finde ich ist eine sehr faire Sache. Dann kann man sich hier natürlich auch anschauen, wie werden die Ausgaben verschickt etc. Dann wie viele Ausgaben, sind 90 Ausgaben, das wissen wir auch. Dann schauen wir doch einfach nochmal in meine Excel-Tabelle und aktualisieren die mit den neuen Fakten.
Wenn euch das Video bisher gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Schauen wir also mal hier in die Abo-Übersicht. Hier war die letzte Vermutung, dass das Spearhead-Abo zwischen Juli und September 26 erscheint. Jetzt sind wir bei Mitte August, also genau am 19.08.2026. Also die letzte Vermutung hat also weitestgehend gepasst. Wir sind hier zwischen Start UK und Start in Deutschland nun also bei 5,5 Monaten gewesen. Und da sehe ich jetzt auch gerade, hier hat mich auch nochmal ein Zuschauer darauf hingewiesen, dass hier sich ein Fehler in meiner Excel eingeschlichen hatte. Hier hatte ich den 8.6. eingetragen als Start in Deutschland, aber tatsächlich war es der 12.1. Also hier hat man auch nur 4,6 Monate Differenz zwischen UK und Start in Deutschland. Werden wir vielleicht für zukünftige Abos auch nochmal brauchen. Dann schauen wir doch mal hier in die Preisberechnung. Die erste Vermutung im Jahr 2025 war die hier. Dann gab es hier das Update im Februar diesen Jahres. Das kopiere ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, es hat mich sehr gefreut, dass Hachette hier das Preismodell vom Combat Patrol Abo übernommen hat. Die erste Ausgabe kostet 2,99 €. Dann haben wir 6,99 € und 10,99 €, 90 Ausgaben. Aufpreis pro Premium sind 2 € anstatt 3 €. Das heißt, wir sind hier bei 8,99 € und 12,99 €. Mit dem Preismodell ergibt sich natürlich ein ganz anderer Wert jetzt, wenn ich hier Premium-Preis nehme und vorherige Vermutung, sind wir hier wieder 446 € günstiger unterwegs mit dem Premium-Abo und im Standard-Abo sind es 356 € weniger. Das ist schon mal sehr nice. Dann hatte ich hier ja auch die Premium-Kits mit der Annahme, dass der Premium-Aufpreis pro Ausgabe 3 € beträgt. Das ist ja dann auch so nicht mehr wahr. Das sind ja jetzt nur noch 2 €. Und was man hier natürlich jetzt dann auch positiv hervorheben kann, ist, dass die Differenz zwischen Standard- und Premium-Abo jetzt nur noch 180 € beträgt und vorher ging ich halt von 270 € aus. Und es ist natürlich auch eine andere Hausnummer, ob ich jetzt 270 € für 4 Premium-Kits ausgebe oder 180 € für 4 Premium-Kits. Können wir hier nochmal nachschauen. Und wenn wir dann hier auf die mögliche Ersparnis bei den Premium-Kits schauen, bei der Vermutung damals im Vergleich zur Games Workshop UVP 235,50 gespart und bei anderen Händlern mit bis zu 20% Rabatt 134,40 €. Mit den tatsächlichen Fakten hier, Premium-Aufpreis hier Ausgabe 2 €, sind es dann hier schon im Gegensatz zur GW UVP 325,50 € bzw. 224,40 € bei anderen Online-Händlern mit bis zu 20% Rabatt. Die Ersparnis für die Premium-Kits sieht hier also wieder besser aus. Zu guter Letzt können wir jetzt auch nochmal auf Abo versus Direktkauf schauen. Dann müssen wir hier einfach nochmal die Gesamtkosten hier von unseren Fakten eintragen. Zack. Also im Vergleich zur Vermutung vom Februar 2026, wo wir das Szenario durchgespielt haben, dass die Europreise der Republik Irland 1:1 auch für Deutschland gelten würden und das Abo dadurch dann eben 1.333,10 € kostet, sind wir jetzt ja hier nur noch bei 977,10 €. Das bedeutet also, beim Hachette Spearhead-Abo spart man im Vergleich zum Direktkauf bei Games Workshop 462,90 € und selbst wenn man alle Spearheads jetzt bei anderen Händlern kaufen, wo wir eben bis zu 20% Rabatt bekommen können, spart man dann auch wieder 174,90 €. Bei der krassen Preiserhöhung 14,99 € hätte man sogar 181,10 € mehr ausgegeben. Das sind jetzt natürlich also nur die Daten, wenn man aufs reine Plastik schaut, auf die Miniaturen schaut. Man bekommt dann natürlich auch noch weiteres Material dazu. Zum einen Farben, das sind ja circa 150 € habe ich hier ausgerechnet, die man an Farben im Abo dazu bekommt oder mit den Ausgaben dazu bekommt. Plus hier und da Pinsel, tralala. Das relativiert sich natürlich dann für Leute, die eben schon sehr viel Farben etc. zu Hause haben, aber ist hier trotzdem mal aufgeführt. Aufs reine Plastik bezogen mit dem Abo 462,90 € günstiger im Gegensatz zum Direktkauf bei Games Workshop. Das sind also die offiziellen Daten und Fakten für das neue Spearhead-Abo von Hachette und ich finde, das ist jetzt auch wieder ein bisschen schmackhafter geworden. Mich freut vor allem, dass die gleichen Preise vom Combat Patrol Abo nun auch für das Spearhead-Abo gelten und dass sich das Szenario der 14,99 € Preise für die Republik Irland nicht auch für Deutschland bewahrheitet hat. Man bekommt im Abo ein umfangreiches Paket an Warhammer-Miniaturen, Hintergrundmaterialien, Bemalanleitungen, die auch für Anfänger super geeignet sind.
man wird spielerisch in das Spiel eingeführt, man lernt die Regeln für das Spearhead-System dann eben Schritt für Schritt, sowie auch in den anderen Hachette-Sammelreihen bisher. Und es ist gerade für Einsteiger oder Wiedereinsteiger ins Hobby richtig viel wert, finde ich. Für langjährige Sammler kann sich das Abo meiner Meinung nach auch lohnen, wenn man eben viel Miniaturen möchte für einen ordentlichen Preis. Auch wenn man zum Beispiel bisher in anderen Systemen unterwegs war und dann einfach mal auch in die Age of Sigmar Welt reinschnuppern möchte. Und da hier ja auch 12 verschiedene Armeen enthalten sind, hat man so auch die Möglichkeit, mal in verschiedene Fraktionen und deren Spielweisen gut reinzuschnuppern. Wenn man natürlich schon einen Großteil der enthaltenen Miniaturen zu Hause hat und auch schon ein Riesensortiment an Farben und Pinseln etc., relativieren sich die Vorteile und Ersparnisse des Abos natürlich entsprechend. Ich selbst muss mir noch überlegen, ob ich bei dem Abo diesmal zuschlage oder eher nicht, aber generell finde ich die Warhammer-Abos von Hachette sind echt eine super Sache. Eben gerade für Neueinsteiger oder Wiedereinsteiger ins Hobby. Im Endeffekt muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob das Abo für einen was ist oder nicht, oder ob man auch nur einen Teil des Abos mitnimmt. Lasst mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr von meinem Kanal sehen wollt, abonniert den Kanal. Hier wird gebaut, gebastelt, recherchiert, in Erinnerungen geschwelgt, Zeug ausgedruckt, nachgedacht und alles, was mir sonst so einfällt. In diesem Sinne, danke euch allen fürs Zuschauen und dranbleiben und bis zum nächsten Mal.